ist wirklich ein Problem. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie sie das festgelegt haben, TBH. Weil ich finde es halt immer schwierig, die Balance zu finden zwischen Casual und Grindern. Das ist das gleiche bei Anku, ist ja das gleiche. Weil es ist ja nicht so, dass Leute immer komplett irgendwie Unrecht haben oder so, sondern jeder sagt ja eigentlich immer nur, wie er es sieht. Und andere Leute sehen es halt anders und dann hatet man sich gegenseitig für die Meinung. Also so an für sich hat ja keiner Recht oder Unrecht so. Aber man muss halt trotzdem... Also vor allem bei Flive Universe finde ich schon, dass die Playerbase eher casual ist als bei Flive PC damals. Was jetzt natürlich auch wieder meine Meinung ist. Davon mal abgesehen. Aber Flive PC war schon extrem hardcore. Und das war es aber schon für eine sehr lange Zeit. Und Flive Universe ist ja doch ein relativ neues Game. Und Flive Universe ist ja gefühlt eigentlich schon so. Und mit gefühlt meine ich eigentlich sogar objektiv. Schon so, dass es eher leichter als schwerer wird. TBH. Also ich meine, wenn man sich vorstellt mit Level 1. Keine RM-Buffs und so. Das ist ja eigentlich, wenn man bedenkt, dass das das niedrigste Level ist. Also folglich geht man davon aus, da levelt man am schnellsten. Das ist ja gar nicht so. Also ich weiß nicht, wann man genau am schnellsten levelt. Objektiv wahrscheinlich Level 15 Moonbeam Assist, TBH. Aber so funktioniert dieses Spiel eigentlich gar nicht. Also gefühlt wird's, oder meiner Meinung nach, und ich denke, das kann man an objektiven Faktoren, man kommt auch immer auf die Klasse und so an, aber ich denke, das kann man schon auch objektiv ganz gut so begründen. Also zumindest, wenn du auch immer das Level noch dazu berechnest. Also nicht nur, wie viele Level-Ups mache ich pro Stunde, sondern auch auf welchem Level mache ich diese Level-Ups immer noch pro Stunde. Ist ja auch wieder das Thema mit Kailun, wo du hier einfach 25% die Stunde machst. Genauso viel wie Leute, die 50 Level niedriger sind in Astria. Ich meine, ja, es ist die gleiche XP. Aber wenn du dann noch hinzuziehst, auf welchem Level du diese XP machst, ist es wesentlich schneller. Und das ist ja nicht nur auf dem Level so, es gibt ja verschiedene Levelbereiche, die sich einfach ätzender anfühlen. Oder ultra ätzend. Und folglich vermutlich auch ultra ätzend sind. Und andere, die es nicht sind. Und, ich weiß nicht, wie dir genau das festgelegt wird. Von denen. Wie viel XP man bekommt, wie stark die Monster sein dürfen und so weiter und so fort. Da habe ich leider keine Ahnung. Niemand von uns. Aber teilweise sagen Leute halt wahrscheinlich, oder haben Leute wahrscheinlich gesagt, warum kannst du in Coral Island, das war das letzte Gebiet, wo wir waren, bevor wir hierher sind, warum kannst du in Coral Island mit relativ, so werden es halt wahrscheinlich Leute formuliert haben, oder warum kannst du mit verhältnismäßig schlechtem Equipment alles Moe-Nagas pullen? 80 Stück oder wie viel auch immer da sind an dem Spot, bevor sie weglaufen. Und 75% die Stunde auf Level 145 machen oder irgendwie so ein Scheiß. Was weiß ich, was da für Werte zustande kommen, wenn du wirklich übelst reingehst. Und ich meine, ja, es ist schon irgendwo gerechtfertigt. Ich meine, natürlich ist das dann das Endgame-Gebiet. Du bist 15 Level unter Max-Level gewesen oder 10 Level unter Max-Level und bist quasi unsterblich, unbesiegbar und levelst gefühlt 3-mal so schnell wie jemand in Astria. Und dann könnte man natürlich schon als Feedback dann aufnehmen, oder die Entwickler haben das vielleicht, ich weiß es nicht, so aufgenommen. Gut, die Monster sind zu schwach, die Leute sagen, das muss schwieriger sein. Und als Ergebnis haben wir jetzt Kailun, wo die Monster dafür halt ultra stark sind. Man kriegt zwar immer noch ziemlich viel XP, also ganz viel Sinn ergibt es eigentlich nicht. Sie haben einfach nur die Monster stärker gemacht, die XP ist immer noch wahnsinnig gut. Also, sofern du stark genug bist, die Monster zu killen, zu tanken oder whatever, levelst du immer noch viel zu schnell eigentlich für das Level. Vom Gefühl her oder halt verglichen mit anderen Levelbereichen. Und diese Leute, die das sagen, haben wir nicht ganz unrecht, weil ich meine, wenn du dieses Equipment auf Coral Island hattest, oder wenn du extrem gutes Equipment hast in jedem Levelbereich, eigentlich ist es so, dann fühlt es sich natürlich immer extrem gut an. Oder du fühlst dich extrem stark und vielleicht wird dir dann langweilig, weil du sagst, ja, das ist ja voll öde, ich mache 50% die Stunde, one-shotte alles gefühlt oder bin unsterblich als Tank oder Auela. Und dann sagt man, ja, ich hätte aber gerne mal eine Challenge beim Leveln. Ist ja langweilig, wenn die Monster mich niemals töten können oder so. Vielleicht gab es sowas in der Vergangenheit.
Und daraus ist das dann entstanden. Das weiß ich nicht. Könnte ich mir aber schon gut vorstellen. Weil es ja nicht das erste Mal, siehe Anku, wo die Kritik von einigen wenigen aufgenommen wird und aber vermutlich die breite Masse an Spielern das wahrscheinlich anders gesehen hätten und eher nicht so gewollt hätten, wenn sie gefragt worden wären. Das heißt, beim Leveln könnte es vielleicht den gleichen Grund haben, dass da halt ein paar Leute gesagt haben, ja, ist ja sau langweilig, viel zu öde, überhaupt nicht gefährlich, die Monster, viel zu schwach alles. Und vielleicht ist das so tatsächlich entstanden. Und wie gesagt, grundsätzlich ist das ja an sich nicht unbedingt falsch, dass wenn du wirklich krasses Equipment hast, dass es dann wahrscheinlich in jedem Levelbereich immer zu einfach ist. Aber auf der anderen Seite haben das die meisten Leute halt nicht. Und für die fühlt es sich dann halt extrem scheiße an. So wie jetzt halt. Und das ist halt dann das ist dann halt die andere Meinung. Die eine Meinung sagt zu einfach und die andere Meinung sagt dann zu schwer. Und das zu balancen ist sicherlich nicht einfach. Aber ganz ehrlich, da könnte man halt so viele Möglichkeiten machen, das halt irgendwie trotzdem hinzubekommen. Siehe Darkon, da gibt es ja die Driller und die Rhizom. Gleiches Level, basically die gleichen Monster. Rhizoms geben viel mehr XP. Und sind stärker. So ein Konzept hätte man theoretisch auch mal zurückbringen können. Was natürlich auch immer schwierig ist, dann sagen die einen Leute wieder, ist ja voll unfair, die Leute mit krassem Equipment. Und dann kommt wieder solche Diskussionen mit Pay-to-Win. Der Typ mit dem Pay-to-Win-Equipment und mit mehr Power-Ups kann bei den stärkeren Monstern leveln. Ergo kriegt er noch mehr XP oder so. Na gut, da werden sich dann auch wieder Leute aufregen. Wobei, ich sag mal so, ist ja eigentlich kein Unterschied. Ich meine, jetzt leveln alle bei den gleichen Monstern und die mit dem krassen Equipment töten halt doppelt so viele. Ändert ja an der Sache eigentlich auch nichts. Ich meine, ja. Bei einer Monstersorte ist das auch so. Ist das doch auch so. Welche meinst du? In Kailun? Kailun gibt es keine Doppelbelegung. Achso, du meinst, was ich gesagt habe. Achso, ja, ja. Nee, eben. Aber solche Diskussionen würden dann wieder entfacht werden. Da würden wieder irgendwelche Casual-Spieler sich übergangen fühlen, weil sie sagen, ja guck mal, die haben jetzt extra Monster erschaffen für die Pay-Lords. Die geben mehr XP und mehr Drops, sind dafür viel stärker und ich krieg jetzt nicht mehr XP und mehr Drops, nur weil ich nicht gecached habe, so ungefähr. Aber gut, ich meine, das wäre tatsächlich echt schwachsinnig, weil, wie gesagt, wenn du mit heftigem Equipment einfach doppelt so viele Monster tötest und jeder tötet die gleichen Monster, dann ja, ist eigentlich kein gutes Argument, das könnte man schon leicht entkräftigen wahrscheinlich. Aber, wie gesagt, also dadurch, dass wir ja nicht genau wissen, warum welche Entscheidungen getroffen werden, weil ja auch überhaupt nicht mit uns kommuniziert wird, wie bei anderen Spielen, wo Entscheidungen auch tatsächlich erklärt werden, warum etwas so gemacht wird, ist es halt schwierig. Aber ich kann mir das schon theoretisch vorstellen, dass es so ein Feedback in der Vergangenheit gab und dass jetzt halt mit Kailun dann tatsächlich mal so berücksichtigt wurde. Schade ist halt, und das gleiche gilt ja für Anku, wie gesagt, auch, dass halt immer irgendwie eine Gruppe dann sich nicht gehört fühlt. Und deswegen ist es eigentlich wirklich, also es wäre so einfach, ja, einfach extra Monster dann für solche Leute erschaffen. Oder sogar einen extra Dungeon, einen Level-Dungeon, wo es gar keine Bosse gibt, sondern einfach ein reines Level-Dungeon-Gebiet, das basically einfach wie Kailun ist. Wie bei Flive PC damals, Ratesia, Dark Ratesia. Also einfach gespiegelt. Die Monster sehen quasi gleich aus oder haben ähnliche Namen. Aber haben einfach mehr AP, mehr Damage, aber dafür auch mehr XP und Drops oder so. Also man könnte das relativ einfach alles integrieren. Bei Anku das gleiche. Machst einfach mehrere Schwierigkeitsgrade und erklärst den Leuten genau, schau mal, hier kriegst du einfache Drops. Boss hat dafür nur 500 Millionen Leben. Ist gut geeignet für Solo- oder kleine Gruppen oder Casual-Player. Dann hast du eine mittlere Schwierigkeit. Boss hat 800 Millionen Leben. Doppelte Drops. Alle Monster viel mehr HP und so weiter. Gut geeignet für mittlere bis große Gruppen. Semi-Casual bis, ja, keine Ahnung, Veteranen. Und dann noch eine Hardcore-Schwierigkeit mit 5-facher Droprate, wo empfohlen wird, nur mit extrem
guten Teams, guten Absprachen, guter Taktik, Strategie, whatever reinzugehen, weil du sonst untergehen wirst und so weiter. Also, egal für was, fürs Leveln, für Dungeons, für alles, könntest du immer es schon für alle recht machen. Das würde halt wesentlich mehr Zeit und mehr Arbeit erfordern. Wobei, was heißt für alle? Ich meine, es gibt eigentlich zwei Gruppen. Casuals und Hardcore Endgame Pay-to-Win-Leute. Ich meine, die würden vom Spiel nicht als Pay-to-Win bezeichnet werden. Ich weiß nicht, wie das Spiel sowas bezeichnen würde. Aber ist ja auch egal. So oder so sind es eigentlich diese beiden Gruppen. Ich meine, in denen findet sich ja irgendwo jeder wieder. Ein Stück weit. Ich meine, aktuell hast du alles nur einfach. Du hast aktuell ein Monster. Wenn du zu schwach bist, bist du zu schwach. Wenn du immer noch zu stark bist, bist du immer noch zu stark, whatever. Oder bei Dungeons, du hast halt eine Schwierigkeit. Wenn du die nicht packst, bist du zu schwach. Und wenn es dir immer noch nicht stark genug ist, dann, ja. Also es gibt ja immer noch eigentlich effektiv nur zwei wirkliche Gruppen. Also so viel verlangt finde ich das eigentlich nicht. Warum sollte man Pay-to-Win noch mehr belohnen als Casual-Spieler, die eh schon hinterherhängen? Das ist genau das, was Zakori gerade gesagt hat. Warum spielst du dann Pay-to-Win-Games? Ist das Erste. Und bevor du antwortest, überleg nochmal. Wenn du jetzt ein Casual-Spieler bist, kannst du Anko überhaupt nicht farmen. Also ein Team aus Casual-Playern mit mittelmäßigem bis schlechtem Equipment kann Anko eh nicht farmen. Deine Option ist entweder nicht farmen, oder du hast eine Schwierigkeit, die du tatsächlich schaffen kannst, die dir auch Spaß macht. Und dafür gibt es halt noch eine Ultra-Hardcore-Schwierigkeit, die du aber gar nicht schaffen kannst, wenn du nicht eben entweder schon ultra lang dabei bist oder Hardcore-Cacher bist. Und dann haben im Endeffekt alle, was sie wollen. Weil wo ist der Unterschied? Jetzt machen die Cacher den Dungeon in 20 Minuten. Falls du ihn überhaupt schaffst, brauchst du wahrscheinlich 30 bis 50 Minuten. Das heißt, in der gleichen Zeit, wenn der Cacher mehrere Chars hat, farmt er den Dungeon 3-mal effektiv in einer Stunde und du schaffst es in der gleichen Zeit einmal. Dann kriegt er auch die dreifachen Drops. Wo ist der Unterschied jetzt? Und viele Leute haben genug Charakter durch die 3 FECs sowieso, die auch alle gutes Equipment haben. War ja bei Wilds das gleiche. Auf dem FEC hatten sogar Leute mehrere Chars, die Wilds gefarmt haben. Da machst du einen Dungeon Run, im besten Fall in wirklich 20 Minuten. Gut, bei Anko sind es wahrscheinlich eher Richtung 30 Minuten, 20, 30, whatever. Und dann gehst du mit dem Char offline, gehst mit dem nächsten Char online und farmst ihn direkt nochmal. Und der andere, der wahrscheinlich übelst struggelt mit dem Boss oder mit dem Dungeon generell, wenn er nicht in eine Gruppe kommt, die halt aus Pay-to-Win-Spielern besteht oder aus super starken Spielern, kann es entweder gar nicht farmen oder farmt es in wesentlich längerer Zeit und in der Zeit macht der andere Typ 2 Dungeons. Also wo ist der Unterschied? Effektiv ist es kein Unterschied. Nur, dass es dann allen mehr Spaß machen würde. Und außerdem ist es ja so, du bleibst ja als Casual und wenn du wirklich ein Casual bist, würde es wahrscheinlich nicht so wichtig sein, TBH. Kommt drauf an, wie man Casual definiert. Aber meinst du Lifetime? Kannst du nicht deinstallieren. Das ist ein Browser-Game. Aber letztendlich ist das alles jetzt schon so. Und indem du den Leuten die Wahl lässt, hat ja jeder immer auch die Chance zu sagen, oder was heißt zu sagen? Du hast immer auch die Chance, dein Equipment, dein Char so weit zu verbessern, dass du es auch in die höhere Schwierigkeit schaffst. Dass du auch die stärkeren Monster besiegen kannst und eben auch von diesen zusätzlichen Drops profitierst. Und ich meine, Leute, die das niemals erreichen, ganz ehrlich, die sind ja sowieso nicht die Zielgruppe dann letztendlich. Also ich meine, jemand, der nur den FEC spielt zum Beispiel und selbst dort nur Casual und es dann immer nur gerade so ins Endgame schafft mit so semi-gutem Equipment und eigentlich nie so wirklich im High-End-Bereich unterwegs ist, vor allem equipment-technisch. Ich meine, für den ist der Content ja auch letztendlich nicht geschaffen. Und solche Leute würden aber davon dann eben profitieren, dass es dann eben eine Dungeon-Schwierigkeit gäbe, die eben extra für sie geschaffen wurde, dass sie halt eben nicht erst das perfekte Equipment brauchen, um überhaupt ein Team zu finden, das sie wirklich mitnehmen will. Jetzt sagen natürlich Leute, oh, ich habe kein so gutes Equipment und ich laufe trotzdem Anko. Ja, das gesamte restliche Team wird halt extrem gutes Equipment haben. Ich meine, natürlich kannst du auch Dungeons laufen. Das war bei Wilds ja das Gleiche. Da hatten wir auch teilweise Leute dabei, die hatten gottloses Equipment.
schlechtes Equipment auf dem FEC. Und man nimmt sie halt mit, wenn man gerade eh nichts anderes hat oder so. Oder wenn es halt ein Kollege ist, Gildenmate, whatever, dann nimmt man ihn halt mit, natürlich. Aber was ist mit einer ganzen Gruppe aus solchen Leuten? Die können sowas niemals farmen. Und die meisten Leute wollen sowas auch eigentlich nicht im Team haben, weil auch das kam immer wieder vor, dass du so jemanden einlädst und dann kommt die Frage nach dem Damage oder whatever. Dann sagt er irgendwas, was unterdurchschnittlich ist und dann sagt jeder, den willst du wirklich mitnehmen? Und genau das ist ja das, was damit dann wegfallen würde, weil das ist dann eine Schwierigkeit, die man mit einem ganzen Team aus Leuten schaffen würde, die andere Leute in der Party gar nicht unbedingt haben wollen. Weil es halt immer um Zeit geht, es geht immer um Geld und so weiter. Und das schafft ja auch irgendwo so eine toxische Atmosphäre. Also ich finde, vor allem auf dem FEC merkt man das. Ich weiß nicht, wie es aktuell auf Bodeng ist. Gut, auf dem FEC kommen noch andere Faktoren dazu, dass einfach Leute mit gewissen anderen Spielern nicht farmen wollen. Ist auch ein bisschen cringe ist eigentlich, aber egal. Trotzdem ist es halt einfach so. Und ich denke, man könnte schon einige Probleme aus der Welt schaffen, wenn man sich das mal anschauen würde. Und die Alternative ist halt, wie gesagt, so wie jetzt. Du hörst halt gefühlt nur auf eine Gruppe von Spielern, die ist dann vielleicht halbwegs zufrieden und alle anderen sind unzufrieden. Und ich meine, das kann ja nicht die Lösung sein. Auf Dauer. Und außerdem kann man nie sagen, ob es besser oder schlechter wäre, wenn man es nicht ausprobiert. Aber wenn man gar nichts macht, wird es sich halt auch nicht verbessern. So, hast du damals auf Live-PC mit Tram gehabt, alle rasieren Solo den 5-mal die Stunde, ich brauche mit 3 Chars. 3-Char-Taktik, knackige 30 bis 35 Minuten. Ja. Und da hat sich darüber eigentlich auch keiner aufgeregt. Ich meine, dass das Spiel grundsätzlich Pay-to-Win ist und so, das kannst du, wie gesagt, eh nicht ändern. Was du aber ändern kannst, ist, dass du zumindest den Content nicht an Leute anpasst, die eben eher Pay-to-Win, oder was, also ich meine, muss ja nicht zwingend Pay-to-Win sein. Ich meine, ich habe auch gutes Equipment und bin ich Pay-to-Win. Aber du kannst das ja nicht immer nur an Leuten mit High-End-Equipment ausrichten, wenn ein Großteil deiner Spielerbasis aus Casuals besteht. Das wird halt langfristig dazu führen, dass die Leute dann keinen Bock mehr haben. Und ja, natürlich, wenn du den Leuten vor Augen hältst, schau mal, du bist Casual, hier sind die schwächeren Monster, die Leute mit dem besseren Equipment gehen darüber zu den besseren Monstern, zu den stärkeren Monstern, die besser droppen und so. Natürlich, also mental ist es auf jeden Fall so, dass man sich dann natürlich irgendwie schlechter fühlt oder herabgesetzt fühlt. Aber wie gerade schon gesagt, Zakuri und ich, ist das ja immer so. Also das ist ja schon die ganze Zeit so. Also wenn neben dir einer levelt mit einfach viel besserem Equipment, der tötet doppelt so viele Monster. Du machst mit deinen Hits durchschnittlich 150.000 und der Blade neben dir macht 350.000. Wo ist der Unterschied? Das ist doch genauso. Das ist doch jetzt schon 1:1 genauso. Dass man sich da herabgesetzt fühlt. Wenn man direkt damit konfrontiert wird, dass neben dir einer levelt, der einfach doppelt bis dreimal so gutes Equipment hat. Warum er das hat, ist egal, ob er gecached hat oder einfach mehr spielt, ist ja Wurst. Aber Tatsache ist, er hat das Equipment und dann fühlst du dich ja genauso herabgesetzt irgendwo. Also ich meine, gut fühlt sich da sicherlich keiner, wenn einem direkt vor Augen gehalten wird, wie viel weniger Schaden man macht und der andere dreimal so viele Monster killt. Und wie gesagt, bei den Anku-Runs ist das gleiche, wenn du in die Rangliste guckst bei den Anku-Runs und du siehst Teams mit unter 20 Minuten, obwohl der Dungeon jetzt ultra schwer gemacht wurde, im Verhältnis zu vorher, wurde er viel schwieriger gemacht, ultra schwer gemacht. Und du siehst, Leute schaffen den Dungeon in 18 Minuten und dein Team braucht durchschnittlich 45 bis 55 Minuten. Da fühlst du dich doch auch scheiße. Also ob es da jetzt dann zwei Schwierigkeiten gibt, wo man dann unter der Hand sagt, das eine ist die Cacher-Schwierigkeit und das andere ist die Casual-Schwierigkeit. Das Spiel würde sie wahrscheinlich, also das Spiel würde sie nicht so nennen. Aber das ist ja alles so. Also diese Sachen dann tatsächlich einzuführen, würde nur dafür sorgen, wie gesagt, dass man es natürlich irgendwo einkategorisiert und man sich dann irgendwie in Schubladen stecken lässt, aber auf der anderen Seite wüsste man dann genauer, wie man dran ist und man fühlt sich von Updates halt nicht mehr übergangen.
Wie sowas wie, ich meine, Leute haben wahrscheinlich Anko gefarmt mit relativ schlechtem Equipment. Dann kam die Änderung, doppelte HP, alles verdoppelt, Monsterschaden erhöht. Plötzlich muss jeder mit 5 AOEs da reingehen, statt mit 5 DPS und whatever. Ich meine, wie hast du dich da gefühlt als Casual? Da fühlst du dich ja dann auch irgendwie unberücksichtigt oder, keine Ahnung, verarscht letztendlich. Weil du dir denkst, hey, der Dungeon war okay von der Schwierigkeit. Du konntest es farmen und plötzlich wurde es zu, oh, ich spiele 1v1, werde jetzt überhaupt nicht mehr gebraucht, jetzt muss ich mir eine ganz andere Klasse machen und habe auch überhaupt kein Geld dafür, so ungefähr. Und habe auch eigentlich keine Lust mehr, weil mir der Dungeon vielleicht auch einfach zu schwer geworden ist. Und mir das so keinen Spaß mehr macht, wenn mich gefühlt jedes normale Monster schon one-shottet oder ich jetzt extra eine zweite Stat-Page brauche, nur um nicht zu sterben oder so. Ist ja dann auch nichts anderes. Von der Zufriedenheit her.